This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, der großen Premiere dieses Wrestling-Formats. Mein Name ist Olaf und ich will auch gar nicht lange groß erzählen, denn heute ist Go-Time im Ruhrgebiet, genauer gesagt in der Turbinenhalle in Oberhausen. Es ist wXw Superstars of Wrestling und deswegen dachte ich mir für die Premiere dieses neuen Magazins, machen wir doch mal was ganz Besonderes. Und zwar gibt es heute sofort den Live-Report und dazu auch noch ein Interview mit wXw-Champion Jurn Simmons. Genau deshalb schalte ich jetzt auch sofort nach Oberhausen, zu mir selbst vermutlich, und Jurn, der hoffentlich bei mir sitzt und mir einige Fragen beantwortet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ladies and gentlemen, Jurn Simmons, good to have you on the show. So, a couple of months ago, yes, you conquered the wXw Championship. I did. Yeah. At the age of 24. Yes. That's unbelievable. Tonight you will be facing Jeff Jarrett, a real legend of pro wrestling. Yes. What's your thought about him? Any special memories? At least he's a legend. No, I honestly don't really have any special memories of him. Obviously, I know about him. Like, I study my tapes and everything, and I think he's great, but I don't remember watching him growing up or anything like that. Like, so no special fond memories or anything. Okay. No. Not even afraid of the famous guitar shot? I heard you got a little bit of problems yesterday in Hamburg. Yeah, I got it yesterday, so any fear I had is pretty much gone because I'm still alive and kicking. So, yeah. No special preparations for Jeff Jarrett this day? Just not take the guitar. Okay. Yeah, I think that's a pretty good strategy. Okay. Yeah. You actually just started wrestling in 2013, so you're just, at least that's what I read. Is it? I think you had your first match, or am I wrong there? Yes. I've been going for like a small 3 years now. Yeah. That's quite a short time, especially the success you're having right now. Are you like a type of guy who just picks up easy on things, that just learns really fast? Yeah, as far as sports entertainment went, yeah. The thing was like, I've always been into like sports and athletics as a kid. Yeah. So when I went to like practice and training and stuff, and they did all the moves, the bumps, and whatever. Like they only had to like show it to me once, and I could pretty much do it right away. So yeah. So you're one of these famous naturals in the ring, you would say? I guess so. Yeah. Okay. Time will tell, right? Okay. I guess I read that you're not that real big fan of wrestling when you grew up. Yes. Compared to every one of us who just is here. So how do you get in contact with wrestling then? Did you just look at it once and said, damn, I could do that, I like to do that, I like this whole thing? That's kind of how it worked. Also, that's probably why I don't have memories of Jeff Jarrett, by the way. But yeah, the thing is, like, obviously, like I knew about wrestling and the whole thing. Like, I'd seen it come across TV every now and then, and I could watch it, but I'd never follow it. Okay. And one time they did a Dutch show on it, and they focused on Dutch wrestling and this and that. And I had been out of sports for a while because of school and college and everything. And I looked at it and started like, oh, that could be fun. Okay. Like it just seemed like a challenge, and it seemed like something completely different. You know, it's not like any other different sport. Like in the sense that soccer or football, whatever you want to call it, like you got team sports and then you got tennis, which are like single sports and blah blah blah. And sports entertainment is a bit of both. You know, wrestling is a bit of both. Like you get a bit of everything, and there's the entertainment factor as well. And I was interested in that as well, so that's how I got into it. Like I just signed up after seeing the show. Yeah. And you also like. I read that you're interested in weightlifting and all this fitness stuff. How does your daily routine then look, and what's your daily routine? It depends. You know, I work out whenever I feel like it. Okay. When I feel like going to the gym, it's usually like 4 or 5 times a week, something like that. And it depends on like what I want to accomplish as far as working out. Like if I want to cut weight, I'll do like higher reps and blah blah blah. But in general, I like lifting heavy weights. Okay. You know, it makes me feel like a man. It makes me feel strong. So, yeah.
So in general, I just do low reps, but I try to keep the rest kind of short, so I don't become fat. Yeah. Yeah. You just said you're also wrestling in the Netherlands as well, into Germany. How would you compare these two, let's say, markets? Is there a difference in training, in the way that the shows are arranged, stuff like that? It's kind of worlds apart, Like I've never really trained in Germany. Mm-hmm. I've done seminars here and there, but if those seminars exist in the Dutch wrestling world as well. As far as just the scene in general goes, like wrestling is not alive in the Netherlands at all, and there's a bunch of great Dutch talents who are also coincidentally on wXw, but also who are not on wXw. Like there's some really good ones out there. It's just they improve less because there's less shows. Mm-hmm. You know what I mean? So the thing is, the shows draw less people, and because then there are shows less frequently. Yeah. Because there's not a high demand for it. Yeah. And then you get to wXw, you get to Germany, and it's like there's shows almost every week. Yeah. And not just a show, shows like 2 or 3 shows every week. So nine out of 10 times it's sold out. Yeah. So it's a completely different experience, and you get to work like a bigger variety of people. So it's better to improve quickly, and it's a better market in general. But there's still a lot of potential in the Dutch scene. It's just. But it sounds like if you want to be successful internationally, coming from the Netherlands, then you have to go to other countries, right? Yeah, absolutely. Yeah, okay. No doubt. What is besides the talent we all know from wXw, like Tommy End, like yourself, like Michael Dante, what is let's see, a prospect that you're really saying, okay, this guy has it and he could become the next thing? There's a lot of guys I like. Like since joining wXw, I've been a part of the scene less, so I don't really know the next up and coming guys, like the trainees or whatever. There's Dragan, who's on the shows now, which I love what he does. Yeah. He's a huge character, which is great. Yeah. I like Ivanov as well, just because he's a big tall dude. And but then there's a couple of other guys, obviously Tankwan's another one. He trained me as well. Yeah. But he used to be in wXw as well, but he hasn't been here in a while, but maybe he'll show up again. I don't know. Maybe someday, you never know. But he's really good. And then another guy I like that's really young, I think he's about Marius's age, is a guy called Nick Mustaine. Okay. Who's a pretty big kid, and maybe not athletically picks up everything as quickly, but psychologically tends to pick stuff up faster, and that's probably the best I've got, off of the top of my head. So let's get back to yourself, maybe. Sure. Yeah, always, huh? Yeah, no problem. You also developed your character quite well during the last couple of years. You started off as a kind of good-looking guy, then you just there. Just kind of. Yeah. And then you got to the Kiel Holding. Yes. And you took over the entourage of Carsten Beck. It was kind of a period in between as well, where I was a hand of the king and everything. Yeah, but we're going to skip that. Oh, sure, yeah. Why not? Yeah, why not? Yeah. I thought it was all kind of the plan, because that's why I'm skipping that, wasn't it? Yeah, it was part of the plan. Yeah. How do you develop your character? What's your thought behind changing you also changed your looks a couple of times, so how much time do you spend on I think about it a lot, because to me, character is what sets you apart much more than whatever
athletics you do in the ring. So like for some people that is their character, and if they're able to work that correctly, that's amazing. I love it. But for me, like when I started out in the Netherlands, because I trained for like half a year, I think, and then they were like, all right, we're going to put you on shows and this and that. I was like, all right, cool. What's my character? What's my gimmick? And they're like, oh, just be you. I was like, it's kind of boring, It's boring to be you? Well, not necessarily, but it's like, if you just be you, like, that's wrestling characters are up here, and just regular people are up here. So to me that's kind of boring, and I never really found my edge during that whole scene where like I did shows in the Netherlands and Belgium and France and all these places before wXw, but just never really had anything. But I got booked just because I looked really good, and then I got the wXw, and then like they liked my stuff and blah blah blah, so they kept asking me back, and then I did realize that I have to change my stuff as well, and like evolve to become a bigger part of the show and to be a bigger asset to their product, but also be just a bigger asset to my own career. So in the whole keel holding thing, not much happened. Like I just showed up to go to work pretty much, and like that's what I did. I enjoyed doing the work, obviously, but that was kind of it. And then I got put with Karsten, and that's when things sort of got rolling, and that's when I started thinking about more, because like the Hand of the King was more of a character than I had before. Like with Sasha, it was more that I was just kind of a body, like I was expendable. And then with Karsten, it was completely different, where I was a big part of that whole thing. And I got promo time and this and that, which I never got before. Like I got instructions for promos to not talk before. So, but then like the character just developed. I just think about, because a lot of stuff I do is just like I just come up with it as I do it. So with the entrance, like obviously I have a very signature entrance that a lot of people know. Like people show up with timers. It takes forever. It's cool. But the thing is, like, the entrance just started kind of just me messing about, like just me seeing how long I could take, like until people just decide to leave or something like that. Just I know that feeling. Right? Just how long I could stretch it out. And that's kind of how it evolved from that. But then like I started thinking about it from the character and everything, and the character obviously is very egocentric, very narcissistic. So then it makes sense. Like he takes forever because I think the people just want to see me forever and do the poses forever and stuff like that. So, and the whole thing with the look and the beard and all of that came about when I wrestled Bad Bones. I think it was in Leipzig, probably, Hellraiser. And I noticed that the crowd was split 50-50. Okay. And what I noticed was all the guys were chanting for Bad Bones, and all the girls were chanting for me. So the idea was like, well, to be a proper bad guy, I gotta make myself ugly for women. So that's why I grew all of this. But nowadays, beards are so hip. Everyone wears beard, It kind of is, yeah. But I think I personally look better without a beard, But I think you look more like a character when having the beard. That's the thing. Yeah, I think so too. Like I think it adds a lot to me, and I enjoy having it now. But it's just, it's kind of just there, It's I usually kind of forget I have it until like I started doing this show and I prep all my stuff and I'm like, oh crap, I got to style my beard as well. But yeah, the thing, like the idea was like to make myself uglier. Pretty much, so. Okay, but you're only 24 now, yes. And there's a lot of things coming up for you. So I hope so. Yeah. First off, are you doing anything besides wrestling right now? Are you having like a normal job in normal life?
My main income is wrestling. Okay. Yeah, like I work a little here and there, but that's about it. Yeah. Okay. So is it maybe a perspective for you to once go to other countries as well and maybe just try to try out for WWE or whatever in the US market as well? Yeah, of course. Why not? You know, I want to perform everywhere. Okay. You know, it seems like fun. Like I enjoy the performance. You know, I enjoy performing and everything. So why not? And like if WWE wants to give me a tryout, they can invite me. That's cool. You know, but that's up to them and not me. So. Okay. Was there any contact already with US promotions or other ones? No, I went to America like probably almost 2 years ago now, where I went to train with Brian Kendrick, and I did a couple of shows over there, but that's it. Yeah. Okay, not even talking about with the US fly-ins about this kind of stuff and just trying to exchange or something. No, I'm not really about that. Like I think like if I'm good enough, the right people will notice. Okay, I thought that this whole thing was very much about connections and about being recommended from one promotion to another. That's at least what Jacoby always says during his podcast and stuff. Yeah, I guess like that's how I got in with wXw as well. Like I got in through another Dutch wrestler who recommended me. But it's also like if the fly-ins or whoever see me, they'll recommend me. Like that's my view on it. Like I don't know. Like I don't want to go and kiss ass or whatever. Okay. So yeah, that's not my thing. Okay. Do you follow any wrestling leagues at the moment, just what they are doing, just because you're interested in, or you're just doing your things there? I mainly just do my thing. Okay. I watch the like occasional big event or whatever, or something someone recommends to me, but in general, I just try to do my own thing. Is there any dream you would want yourself to fulfill as a wrestler? That's hard because Madison Square Garden or something. No, I don't really have anything like that. Like I said before, like I didn't grow up as a fan, you know. So the thing, like I never had that thing where like, oh yeah, I want to main event WrestleMania, this and that. Like if that happens, that's great, you know. And obviously, like I think I'm very driven, so I want to get there, but to see it as a dream to me is something else, you know. So I don't particularly dream of it, but I have high expectations of myself. Let's just put it like that. Okay. Is there any man or woman you want to face one day in a ring and just say, damn it, we really click together and we could have a great match? Yeah, whoever's the top draw in WWE would be cool. Okay. So Brock Lesnar, The Rock. Yeah, that would probably make me the most money. So yeah, that'd be cool. You know, the crowd would probably be the hottest for it. Yeah. You know, because that's why they're the biggest guys. You know, so. Absolutely. Yeah. Okay. I thank you for your time and wish you best of luck for your way. Thank you. And for the match today against Jeff Jarrett. Well, thank you very much. Thank you. Ja, WXW Superstars of Wrestling in Oberhausen ist Geschichte und ich habe mir hier auch noch einen kompetenten Kameraden ans Podcast-Pult geholt. Jawohl. Den Daniel nämlich. Daniel, stell dich mal gerade ganz kurz vor. Ja, ich bin der Daniel, arbeite normalerweise redaktionell für Xbox-Dynasty. Vielleicht kennt der eine oder andere meine Artikel. Und ich bin aber auch leidenschaftlicher Wrestling-Fan und dementsprechend mit Olaf heute hier, um mir Superstars of Wrestling anzugucken. Genau. Und wir waren ja auch schon letztes Jahr gemeinsam hier. Ja. Du bist ja ein Superstars of Wrestling Junkie. Veteran. Genau. Und du hast ja gesagt, du wolltest es ein bisschen vergleichen. Wie hat es dir heute gefallen im Vergleich zum letzten Jahr? Ich fand es besser als im letzten Jahr. Ich fand zwar, letztes Jahr waren mehr Superstars dabei, also auch ältere Superstars, die man früher mal kannte aus der WWE oder der WCW. Ich fand es diesmal aber besser, weil es für mich dynamischer war. Also die Stimmung fand ich ein bisschen besser als letztes Jahr. Die Matches an sich fand ich aber auch ein bisschen dynamischer. Da war ein bisschen mehr Power hinter, ein bisschen mehr Tempo. Letztes Jahr war es halt aufgrund der älteren Kameraden, die dabei waren, immer so ein bisschen schleppend zwischendurch. Das sehe ich auch, dass es wrestlerisch definitiv die bessere Show war. Vielleicht dieser Nostalgie-Charakter nicht ganz so rüberkam. Also wir können ja gleich mal so ein bisschen durch die Card springen. Aber also ich sag's mal ganz vorab, für mich kam dieses Superstars-Feeling wirklich nur im Main-Event rüber, als dann Jeff Jarrett im Ring kam und da die Leute auch ausgeflippt sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Auf jeden Fall. Also ich hatte es auch im Main-Event. Jeff Jarrett, eins meiner Idole aus frühester Kindheit quasi, bei der WCW, noch im Endstadium.
deswegen fand ich es da eben auch vom Feeling her am besten, gerade weil die beiden auch im Ring eine unglaubliche Präsenz hatten. Ja. Wrestlerisch war es aber dann dementsprechend, dann war wieder dieser Abfall da von den Matches, die wir vorher hatten. Dementsprechend konnte man sich dieses Mal aussuchen, wollte ich jetzt eher den Superstar-Faktor oder wollte ich eher das technisch bessere Wrestling sehen. Aber dann fangen wir doch vielleicht einmal ganz von vorne an, bevor wir ganz hinten anfangen. Wir hatten ja das kleine Warm-up mit einem Dark-Match sozusagen, mit dem Alpha Kevin gegen Shooter, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Ryan Ray, genau. Ja. War für mich eine unbekannte Nummer, der Shooter. Kevin ist eigentlich immer eine Garantie für gute Laune. Ich würde mal sagen, war okay, war jetzt nichts, was ich länger im Gedächtnis behalten würde, aber ansonsten kann ich damit leben. Ich würde auch sagen, eine gute 3 würde ich dem Match geben. So zum Aufheizen war es ganz gut, auf jeden Fall. Ja, Alpha Kevin habe ich bisher noch nicht gesehen. Das war das erste Mal, aber er wird mir auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Ansonsten war das Warm-up so ein bisschen zäh. Da hatte ich das Gefühl gehabt, die Crowd war noch so ein bisschen verschlafen und hatte sich eigentlich auf die Show gefreut und hatte keine Lust, angeheizt zu werden. Aber zum Glück hat sich das ja so ein bisschen gewandelt, als dann die Show begann. Und die Show fing ja auch wirklich gut an mit dem Match zwischen der Samaritan Death Squad, den neuen Tag Team Champions, und Hot and Spicy. Wie fandest du den Kampf? Also für mich war er sogar der beste Kampf des Abends, auch wenn es halt direkt der erste war. Ich weiß, du wirst mir da gleich wahrscheinlich widersprechen. Du hast da eher einen anderen Favoriten, aber ich fand's, also es war Power dahinter, hatte eine gute Länge, wie ich finde. Die haben sich beide nichts gegeben, haben sich da ordentlich die Köpfe eingeschlagen teilweise. Ja. Und teilweise, also ich wusste überhaupt nicht, wie es ausgeht. Ja. Ich habe gedacht, eigentlich müsste Samaritan Death Squad die Titel behalten, weil sie es gerade erst gewonnen haben. Ja. Aber ich hatte auch zwischenzeitlich so das Gefühl, dass Hot and Spicy vielleicht doch was reißen könnte. Von daher war es spannend, dynamisch, Power, also alles, was man sich wünschen kann für so einen Kampf. Absolut. Ich fand gerade die Death Squad halt mit ihren Tag-Team-Manövern, die ist so fantastisch, so toll aufeinander abgestimmt. Und Hot and Spicy ja nicht minder. Also das war Tag-Team-Wrestling, wie man es sich wünscht. Und lustigerweise gab es ja auch noch, das haben wir ja fast vergessen, den Road Warrior Animal hatten wir noch im Vorfeld. Das war so eine bisschen, für mich so ein bisschen eine traurige Sache. Der kam nämlich dann mit grauen Joggingbutzen und Schlabber-T-Shirt und obendrauf die Spikes halt dann eben zum Bringen. Das war ein bisschen merkwürdig, oder? Es war, als wenn er zu Hause auf der Couch gesessen hätte und dann kriegt er einen Anruf, der Road Warrior, hast du noch mal Bock? Oh ja, komm hier. Ich hab grad zwar nur die Schlabberbutz an, aber komm. Einmal Shoulderpads aufgekrallt und los geht's. Du meinst, oh, what a rush, natürlich mache ich das. What the fuck war das? Ja, gut, aber auf jeden Fall, der Kampf an sich war fantastisch. Ja. Ein grandioser Opener, um in die Show reinzukommen. Danach folgte, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, Emil Sitoci gegen The Rotation. Richtig. Das war ja der Tiebreaker, wie sie es so schön genannt haben. Und auch da absolut solides Match. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das war wahrscheinlich das beste Einzelmatch, was ich von The Rotation bis jetzt gesehen habe. Emil Sitoci hat wieder den bösen Veteranen gegeben und hat am Ende dann doch relativ klar und eindeutig gewonnen, obwohl Rotation immer wieder mit seinen schnellen Aktionen kontern konnte und immer wieder Wirkungstreffer setzen könnte. Also das hat genau gepasst. Also da kann ich echt nicht viel meckern. Bei The Rotation ist ja auch manchmal so, dass die Aktionen ein bisschen Larifari manchmal so ein bisschen wirken. Ist ja auch noch ein sehr junger Wrestler, kann da passieren. Aber trotzdem, ich fand, heute hat das echt super gepasst. Tolles Timing, schöne Aktionen. Auch der Victory over Gravity haben wir gesehen, seinen Radschlag über das Seil. Also das war schon eine gute Nummer, finde ich. Ja, definitiv. Wenn sie nicht gesagt hätten, dass er eigentlich aus Deutschland kommt, hätte man ihn auch irgendwie als eingewanderter Mexikaner oder sowas durchgehen lassen können. Er ist ja auch noch ein junger Kerl, wie du gesagt hast. Dementsprechend werden wir dann auch auf jeden Fall viel von ihm sehen. Und ich freue mich auch schon, ihn dann beim nächsten wXw-Event hier wieder zu Gesicht zu bekommen. Nigel McGuinness hat hinterher den Save für ihn gemacht. Das war so ein bisschen auch, ja, wir müssen Nigel McGuinness noch irgendwie ein bisschen unterkriegen und ein bisschen was machen lassen. Fand ich jetzt ganz okay. Hat jetzt im Prinzip ja keinen größeren Impact gehabt, außer dass die Rotation noch mal so ein bisschen höher gehoben worden ist mit der Niederlage, trotz der Niederlage, sagen wir es mal so. Ja. Es wird quasi nochmal bestätigt, dass die Rotation nicht nur der Jobber sein wird in Zukunft, der einfach immer auf die Butz kriegt, wenn irgendjemand noch einen Sieg einfahren muss, sondern Nigel hat ihm ja auch versichert, dadurch, dass er damals mal bei einem Workshop oder sowas und unter ihm gearbeitet hat, gesagt hat, der Kerl, der kann was, der ist super, den sollte er im Auge behalten. Von daher kleine Auszeichnung für die Rotation trotz der Niederlage. Ja. Was ich mir noch gewünscht hätte,
ist, dass wir Nigel hinterher nochmal im Street Brawl gesehen hätten, dass er nochmal seinen Kontrahenten irgendwo... Zumindest mit ein, zwei Schlägen irgendwie so ein bisschen verhauen hätte. Genau, dass er nochmal was zu tun gehabt hätte. Ansonsten war er nur am Mic, das kann er immer noch. Ja, ich hätte ihn trotzdem gerne mal im Ring gesehen. Ja, das stimmt. Nach der kurzen Unterbrechung machen wir weiter im dritten Kampf. Mike Schwarz gegen Big Daddy Walter. False Count Anywhere, für mich auch eine runde Sache. Mike Schwarz musste da nicht besonders viel wresteln, sondern mehr brawlen, und das kam dem Kampf auch sehr zugute. Also ich fand, das war auch in sich ein solider Streetfight auf nicht zu brutalem Niveau, sagen wir es mal so, dass den Big Daddy Walter am Ende mit einem Ringkampfmanöver gewinnen konnte, indem man nämlich Mike Schwarz mit einem Chokehold ausgechoked hat. Fand ich vollkommen okay, und in dieser Form kann ich auch mit Mike Schwarz leben. Das ist nicht mal so. Ja, Mike Schwarz nennt sich ja selber der Kämpfer, ist ja der Kämpfer, und deswegen fand ich das von der Story auch ganz gut, dass Big Daddy eben gezeigt hat, du kannst zwar kämpfen ohne Ende, du kannst dich prügeln draußen, aber im Endeffekt gewinnt immer noch das Talent und die Technik, und die habe ich, und deswegen hast du hier keine Schnitte. Ich fand es auch einen sehr soliden Brawl, wie du gesagt hast, vor allen Dingen die ersten Reihen kamen da auf ihre Kosten, da wurde ja oft der ein oder andere Stuhl nochmal zweckentfremdet, dementsprechend auf jeden Fall hat es Spaß gemacht dazu zu schauen. Selbst der ein oder andere Zuschauer wurde jetzt zweckentfremdet, so als Polster oder so. Was wir auch fast dran glauben müssen. Wir haben dem Tod ins Gesicht geblickt. Genau, hätte uns Christian Jacobi nicht beiseite gerufen, dann wäre es vorbei gewesen. Kein Podcast, schade. Was war denn der vierte Kampf? War das schon das Tag-Team-Match mit Cerberus? Oder ich bin gerade... Ja, das war das. Okay. Ich meine, das wäre das Tag-Team-Match gewesen. Okay, dann sind wir jetzt beim Tag-Team-Match zwischen Cerberus, Julian Nero und Ilya Dragunov, begleitet von Dirty Dragan, der jetzt Teil von Cerberus ist, und natürlich dem Sports Career Consultant Adam Pollack, gegen Blackfire, den Luchador, und Gangrel. Sag mal so, der Entrance von Gangrel ist immer noch cool. Der Rest vom Match war dann ein bisschen holprig, oder? Ja, auf jeden Fall. Man hat halt gesehen, Gangrel hat immer noch ein bisschen mehr Feuer als der Road Warrior Animal in dem Fall. Also der hat sich fein rausgeputzt, hat, wie ich finde, auch ein paar gute Manöver gezeigt, aber man hat halt gemerkt, dass aufgrund des Alters ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ja. Von Blackfire hätte ich mir mehr erwartet. Ja. Dafür, dass er den Luchador-Entrance hingelegt hat, kam da eigentlich relativ wenig in die Richtung. Wenn was kam, dann war es halt schlecht getimed, es hat nicht ganz funktioniert. Ja. Dementsprechend war das für mich der schwächste Kampf des Abends. Ja, schließe ich mich an. Ich fand gerade, dass die Chemie zwischen Blackfire und Ilya Dragunov überhaupt nicht gestimmt hat. Da waren so viele Aktionen bei, die einfach nicht funktioniert haben. Keine Ahnung, Sprachbarriere, Russen und Mexikaner, ich weiß es nicht. Aber es hat halt ordentlich geholpert, und das hat halt eben dem Kampf auch nicht gut getan. Im Prinzip war das ja dann auch wieder so ein bisschen Aufbau für die nächste große Fehde, die ja dann eigentlich kam, nachdem Cerberus jetzt wieder zu dritt sind. Hat sich dann Tommy End und Dante mit ihrer Legion gezeigt, und da kam dann Mikey Whiplash als dritter Mann hinzu. Da gab es einen schönen Beatdown und einen coolen Entrance, wie ich fand, also sehr düster, sehr satanistisch fast schon. Das hat gepasst, auch wenn ich jetzt ehrlich sagen muss, dass mir Mikey Whiplash, der bei ICW aktiv ist, persönlich jetzt nicht so viel sagt. Mir auch überhaupt nicht. Also das ist ich bin ja so eher in der Mainstream-Wrestling-Szene beheimatet, aktuell noch. Ich arbeite ja dran, dass es besser wird. Von daher sagte mir noch nichts, aber der Entrance war auf jeden Fall sehr vielsagend, und ich hoffe, dass da eine schöne Fehde mit Cerberus entsteht. Absolut, das denke ich auch. Dann der fünfte Kampf. Dann hatten wir Pause erstmal, ne? Dann hatten wir Pause, dann wir auf Toilette. Genau, oder Merchandise kaufen, je nachdem. Ja. Und dann gab es Sanjay Dutt gegen Bad Bones. Mich hat es ja schon wieder Bad Bones Outfit ein bisschen kirre gemacht, weil er jetzt irgendwie vom Best in Europe zum Biker Bones mutiert ist und irgendwie Lederjacke und Jeans und so. Aber ansonsten das Match an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da hat man gesehen, dass die beiden können und wollen. Also auch Sanjay Dutt, dem ich sonst immer so ein bisschen Unsauberkeiten hinterher sage, hat da gut abgeliefert und ist auch wirklich gut mitgegangen mit spektakulären Aktionen, von dem Standing Moonsault über den Big Splash, über Dives nach draußen. Das konnte sich schon sehen lassen. Am Ende hat dann Bones mit der Kombination aus dem Razor's Edge in die Ecke und dann den Wrecking Ball Knees doch relativ klar gewonnen, und ich glaube, das ist auch gut so, weil wir brauchen den Bones ja noch, dass der mal ins Titelrennen eingreift, und gerade vor Shortcut to the Top, was ja im Juni ansteht,
denke ich mal, ist es gut, dass wir einen gestärkten Bones mit diesem großen Sieg dann im Turnier sehen, beziehungsweise im Rumble sehen. Wie hat dir der Kampf gefallen? Mir hat er sehr, sehr gut gefallen, gerade nach dem Gangrel Tag Team Match, was ja so ein bisschen der Downer war, und dann nach der Pause sind wir dann nicht in Lethargie verfallen, sondern es ging eigentlich direkt wieder mit richtig viel Power weiter. Ich hätte persönlich erwartet, weil ja das, glaube ich, Global Force Wrestling-Champion ist, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich hätte ich gedacht, dass er vielleicht den Kampf gewinnt, weil ja Jeff Jarrett auch ein bisschen da ist, um die Promotion noch so ein bisschen in den Fokus zu rücken, auch bei den deutschen Fans, dass er das vielleicht gewinnt. Aber ich konnte auch mit Bones als Sieger leben, weil die beiden sich echt nichts geschenkt haben. Ja. Schöner Kampf, also war auch gut, um die Crowd wieder nach der Pause wieder zurückzuholen, dass das Interesse wieder da war. Ich fand übrigens heute die Crowd im Vergleich zu anderen Veranstaltungen ein bisschen ruhiger, muss ich sagen. Also gerade wenn jetzt Karat-Niveau ist, war es halt schon ein bisschen ruhiger. Ich sage ja immer, das hängt auch so ein bisschen mit den Sitzplätzen zusammen. Du hast jetzt keinen starken Stehplatzblock, der dann da rumgrölt. Wir hatten zwar heute Leute, die rumgrölen, aber die mussten halt sitzen. Man kann ja passend zum Match rumgrölen und man kann einfach irgendeinen Scheiß rumgrölen. Das war ja teilweise. Das hatten wir heute auch, ja, zu Genüge. Dann kam mein persönliches Highlight natürlich der Show. Das war auch der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Und das war das Aufeinandertreffen der Leaders of the New School zwischen Zack Sabre Jr. und Marty's Girl, The Villain. Ich fand es fantastisch, wie die das Ding getimed haben, wie das aufgebaut war. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass die ab Punkt Minute 10 haben die angefangen, sich das erste Mal zu schlagen. Mhm. Das fand ich so fantastisch. Und davor war es einfach diese typische englische Mattenschule mit Nearfalls und Pin-Versuchen auf das Abstruseste mit ganz merkwürdigen Submission-Holds. Ganz grandios, ehe es dann halt in einen wirklich hart umkämpften Kampf ausgeartet ist mit European Uppercuts, Elbows, und natürlich hat Marty auch am Ende wieder die Finger gebrochen, was ja dazu gehört. Am Ende hat dann Zack Sabre gewonnen mit seinem mit dem Flashpin aus der Brücke heraus. Kam dann auch sehr überraschend, vor allem weil es 2 Minuten, glaube ich, oder 3 Minuten vor Ende des Zeitlimits war. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es fantastisch und ich hätte den Kampf gerne noch 10, 15 Minuten länger gesehen, einfach um zu sehen, was die beiden da noch auf die Matte bringen. Also ich hoffe, das war nicht das letzte Aufeinandertreffen. Für dich war es nicht ganz Match des Abends. Warum denn das nicht? Das kann ich sagen. Nicht ganz aufgrund der ersten 10 Minuten, aber ich würde mal sagen aufgrund des ersten Drittels, weil mir das ein bisschen zu slapstick-mäßig teilweise war. Ich fand es hinterher, wo es ein bisschen mehr zur Sache ging, auch gerade mit diesem Double Near-Fall, den wir da hatten, aus der Brücke raus, fand ich es großartig. Wie gesagt, das erste Drittel hatte halt eher so ein bisschen den witzigeren Charakter. Das sind ja auch Buddies, weißt du? Das sind ja Buddies und dann hat sich das halt im Matchverlauf halt geändert. Erst so, haha, guck mal hier, ich kann dich austricksen, und irgendwann hauen sie sich dann doch auf die Fresse. Das sind Engländer, weißt du, die machen das so. Der britische Humor, ja. Genau. Okay. Ich glaube, ich habe quasi den Witz am Anfang nicht kapiert, weil ich Martin Skirl noch aus dem letzten Jahr gegen Evan Bourne in Erinnerung habe. Ja. Und das Match ging ja halt wirklich, sag ich mal, die komplette Laufzeit über, so wie wir jetzt die letzten 2 Drittel des Matches hier gesehen haben. Von daher habe ich es wahrscheinlich auch direkt von Anfang an so erwartet. Ja. Aber das haben wir hinterher noch gesehen. Dementsprechend war es halt für mich ein Ticken weniger Match des Abends wie das erste Tag Team Match, was wir gesehen haben, aber definitiv großartig. Hätte auch ein Main Event sein können eigentlich. Wie siehst du Zack Sabres Chancen auf den Titel? Ich glaube, dass er große Chancen hat. Ich glaube aber, dass er noch warten muss. Ich könnte mir schon denken, dass er irgendwann mal Champion wird, aber nicht in nächster Zeit. Er wird wahrscheinlich dann eher in die Richtung jetzt aufgebaut werden, aber ich glaube, dass wir Jörg noch ein bisschen in der Position sehen werden. Jurn meinst du? Jurn, nicht Jörg. Mach doch mal aus. Stimmt. Genau, es war Jurn und irgendeiner hat dann gesagt, es wäre Jürgen. Ja, wir hatten. Jetzt habe ich so Jurn. Jurn. Genau, und damit sind wir ja auch schon beim Main Event, um diese wahnsinnig gute Brücke zu schlagen. Zwischen Jurns Simmons und Jeff Jarrett. Dazu haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen was gesagt. Für mich war das ein bisschen Crowdpleaser, sage ich dir ganz ehrlich. Also die Leute hatten Bock, Jeff Jarrett zu sehen. Jeff Jarrett als guter Jeff finde ich immer ein bisschen merkwürdig, der dann reinkommt und Späße mit dem Ref macht und alle abklatscht und sich in die erste Reihe legt, weil der Einzug von Jurn so lange dauert. Fand ich ganz nett. Also ich bin überrascht, in welcher Form Jeff Jarrett nach wie vor ist. Der kann noch
etwas eingeschränkt, aber er kann noch gute Kämpfe ziehen, glaube ich, wenn er das wollte. Heute war das dann eher so ein bisschen auf Sparflamme, aber nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, das Publikum glücklich gemacht, dass jemand hat die Gitarre abbekommen. Das war nämlich der gute Marius. Den Tanz hatten wir auch. Melanie hat den Hintern versohlt bekommen. und das nicht gut heißen können. Nein, das geht gar nicht. Und am Ende hat dann Jurn Simmons dann doch relativ klar und eindeutig erst mit dem Running Boot und dann dem Piledriver gewonnen, so wie sich das gehört. Andere Eindrücke von deiner Seite oder sind wir da d'accord? Auf jeden Fall d'accord, als Crowdpleaser das Match zu bezeichnen. Es hat sich am Anfang halt unglaublich in die Länge gezogen. Ne? Ja. Jurn hat sich erst als Heel präsentiert, wie sich das gehört, hat jeden Turnbuckle mindestens 3-mal bestiegen, hat sich ausbuhen lassen, dann ist Jeff einmal rauf und die Halle stand natürlich Kopf. Gut, man muss so ein Main-Event halt dementsprechend auch füllen, wenn du halt Jeff Jarrett hast, der natürlich nicht mehr in der Glanzzeit seiner Tage steht, aber wie du gesagt hast, für sein Alter ist er noch in unglaublicher Form, hat ein paar gute Moves gezeigt. Reicht natürlich dann eben nicht, um dann nur mit diesen Moves ein, 15, 20 Minuten Match zu füllen, je nachdem, wie lange wir es hatten. Dementsprechend war es in Ordnung, aber hatte natürlich nicht das Format des vorherigen Matches. Mir sind zwei Dinge, sind mir jetzt gerade noch spontan eingefallen, die ich merkwürdig fand. Erstens, wir haben keinen Figure 4 Leglock gesehen. Ja. Also Jeff Jarrett ohne Figure 4, ist ja auch merkwürdig. Und zweitens, ich fand den Ref-Bump ein bisschen merkwürdig, weil das war ja irgendwie so nach dem Kickout und dann rollte Jurn irgendwie über den Referee, Tassilo Jung, der ja nur auch mal 1,95 und 100, ich weiß nicht was Kilo hat, drüber und auf einmal war Tassilo für 4 Minuten K.O. Und was dann... Genau, und wachte rein zufällig wieder auf, als Jeff Jarrett am Boden lag. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also da hätte man vielleicht auch etwas kraftvolleres und mit etwas mehr Impact irgendwie reinlegen können, als nur so ein, ich bin jetzt auf den Referee gefallen Ding, oder? Definitiv. Ich habe ja dann eher sowas erwartet, wenn sie einen Ref-Bump einbauen, dass sie beispielsweise die Gitarre benutzt hätten, wie es Jeff Jarrett halt in seinen WCW-Tagen mal gemacht hat, wenn er einen Gegner verfehlt hat und dann stattdessen den Ref erwischt hat. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit gewesen. Wenn Tassilo wieder durch Zauberhand aufwacht, hätte ich mir gewünscht, dass Melanie ihn vielleicht wachküsst. Das wäre doch was gewesen. Apropos wachküssen, wir hatten ja auch noch einen wunderschönen Kuss zwischen Melanie und Marius. Ja, das war passend zum Crowdpleaser, wo genau. Jeff Jarrett sowohl Marius als auch Melanie am Schopfe gepackt hat und es hätte eigentlich die doppelte Kopfnuss geben sollen und dann hat er sie kiss each other so ein bisschen so ineinander gedrückt. Das hat dem Kevin garantiert nicht gefallen hinter der Bühne und das war halt lustig. So ein bisschen, es war ein bisschen Comedy-lastig, gerade in den ersten 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange der Kampf gedauert hat mit dem ganzen Gepose, aber bei so einer Show wie heute akzeptiere ich das als einfach nette Geschichte. Ja, ich glaube, die Leute sind alle glücklich nach Hause gegangen nach dem Main-Event, auch obwohl Jurn gewonnen hat. Und das Beste, ich fand das ja super, dass sich ja Jurn noch einmal selbst zum König erhoben hat und sich selber entsprechend präsentiert hat. Denn nach dem Kampf schritt er dann die Rampe hinunter und auf einmal, wie von Zauberhand, wo wir das heute schon so oft hatten, stand dann da ein Thron. Ein wunderschöner Thron. Fand ich super die Idee und er hat sich dann auch da so drauf gefläzt, im Prinzip wie der müde Monarch, der auf sein Königreich runterschaut und hat dann von Melanie noch die Krone aufgesetzt bekommen, ehe dann Zack Sabre kam und ihm vom Thron getreten hat. Fand ich so gerade in Hinsicht auf die nächsten Events total gut und kann man absolut so machen und so sind die Leute auch noch ein bisschen glücklicher nach Hause gegangen als mit der Niederlage von Jeff Jarrett irgendwie im Kopf, sondern jetzt weiß man, Shortcut to the Top, eventuell Zack Sabre gegen Jurn Simmons. Kann man machen, ist ja nach dem Karate von Zack auch jetzt nicht irgendwie so weit weg und von daher kann ich damit gut leben und freue mich auf den nächsten Event im Juni. Oder ist dir so viel, war dir jetzt zu viel Schauspiel? Nee, das Einzige, was ich schade fand, war, dass das natürlich Jeff Jarrett nochmal um den Moment gebracht hat, nochmal aus der Halle zu gehen und sich nochmal feiern zu lassen. Ja. Er musste ja so ein bisschen durch den Hinterausgang dann raus. Ja. Aber ansonsten, wie du sagtest, fand ich es passend, denn die WXW will mit so Veranstaltungen natürlich auch erreichen, dass jetzt Leute, die hier ihre Allstars sehen wollen, dann auch zu den nächsten Shows kommen. Dementsprechend haben sie auf jeden Fall Interesse geweckt für die nächste Show und ich kann nur hoffen, dass der eine oder andere dann auch den Weg dahin finden wird. Mich eingeschlossen. Ja, insgesamt schöne Show, hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig. Also ich war trotz diesem einen Durchhängers irgendwie da beim Tag Team Match überrascht, wie schnell das mal wieder rumging und das war auch mal wieder eine Show der
guten Sorte und auch der Oberklasse auf jeden Fall, würde ich sagen. Definitiv. Es war nur scheiße kalt. Und wir sind immer noch scheiße kalt. Genau, und die Toiletten haben gestunken. Die Toiletten haben bestialisch gestunken, ja. Und wir mussten noch einen Bon nachkaufen, weil dieses Bon-System war uns am Anfang noch nicht so ganz klar. Ja, wir haben einfach nicht nachgezählt, dass wir mit 20 Bons bei 3 Bons pro Getränk nicht auf 7 Getränke kommen. Wir sind einfach schlecht in Mathe, deswegen schreiben wir und reden. Ich wurde auch ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann hinging und einen Euro hinlegte und sagte, ich hätte gern einen Bon. Ja. Aber ich habe ihn bekommen. Rockstar-Lifestyle, hat mal einen Bon. Oder lassen wir es mal krachen. Einen Bon bitte. Genau. So, aber jetzt wird es auch noch so ein bisschen schattig hier. Also hier sind wirklich, ich weiß nicht, 7, 8 Grad in der Halle und ich verabschiede mich einfach mal. Ja, mindestens. Ich verabschiede mich einfach mal. Ich danke dir und hoffe, dass wir dich einfach bei Gelegenheit wieder in unserem kleinen Headlock, weiß ich nicht, Podcast-Bütchen sehen. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Interview mit Melanie Gray und Bayley von WWE, was ich noch von WrestleMania Access mitgenommen habe. Bleibt also dabei, wir hören uns. Bis dann. Tschüss.